Die Burg Gebrochen-Gutenstein wurde erstmals 1354 erwähnt. Vermutlich ist sie aber älter. Die Informationen über die Burg sind sehr spärlich gesät. Was wir herausgefunden haben, erfahrt ihr jetzt. Die Überreste der Burg Neugutenstein, wie sie auch genannt wird, befinden sich im für seine Felsformationen berühmten Donautal in Baden-Württemberg. Die Ruinen stehen auf einer markanten Felsnadel oberhalb der Straße zwischen Inzigkofen und Dietfurt. Zu welchem Zeitpunkt die Burg genau erbaut wurde, konnte bisher genauso wenig geklärt werden wie die Frage, wer die Erbauer waren. Die Vermutungen für die Entstehung von Neugutenstein reichen vom 12. bis Anfangs des 14. Jahrhunderts. Wer einen Ausflug ins Donautal am Rande der Schwäbischen Alb unternimmt und dort den Premium-Wanderweg Kloster Felsenweg wandert, kommt direkt an der Ruine vorbei. Auf dem Felsen stand einst ein Wohnturm, von welchem noch gut sichtbare, bis zu 8 Meter hohe Mauerzüge zu erkennen sind. Darunter befand sich die Unterburg. Von dieser gibt es leider nur noch wenige Überreste zu sehen. Im Laufe der Zeit sind bedauerlicherweise Teile der Anlage ins Tal abgerutscht. In der ersten schriftlichen Erwähnung 1354 taucht die Burg noch unter dem Namen Niedergutenstein auf. Ihr damaliger Besitzer, Burkhard von Reischach, hatte sie als Lehen von Herzog Albrecht II. Von Österreich erhalten. Gut 20 Jahre später erhält Ulrich von Stüben die Burg als Pfand von Herzog Leopold III. 1410 scheint Neugutenstein bereits verfallen oder zumindest verlassen gewesen zu sein. In einer Urkunde, welche auf dieses Jahr datiert ist, wird sie als Burgstall bezeichnet. Ab da wird Stephan von Gundelfingen Eigner der Anlage. In der Folge wechselt die Burgruine mehrmals den Besitzer. Beispielsweise werden die Grafen von Sonnenberg und die Truchsessen von Waldburg zu Scheer Eigentümer der Anlage, wobei mit Sicherheit jeweils die zur Burg gehörenden Güter von Interesse waren und nicht die Überreste von Neugutenstein. Die Truchsessen gingen 1659 mit dem Kloster Leitz einen Tauschhandel ein. Das Gundelfinger Gut, zu welchem auch die Ruine gehörte, ging dabei an das Kloster. Und im Gegenzug erhielten sie den Faulbronner Wald. In dieser Urkunde wird Neugutenstein erstmals als Gebrochen-Gutenstein bezeichnet. Später war sie über längere Zeit Eigentum der Truchsessen von Sigmaringen, bis sie schließlich 1783 an den Fürsten Karl Friedrich von Hohenzollern-Sigmaringen ging. Leider ist die Burg nicht zugänglich. Es gibt keinen Weg hinauf. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Schreibt mir in die Kommentare und wir sehen uns beim nächsten Mal.